Das Wikingerzeitalter, ein Blick auf die vergessenen Bräuche einer rätselhaften Kultur. Das Zeitalter der Wikinger, das sich von Ende des 8. bis Anfang des 11. Jahrhunderts erstreckte, bleibt eines der faszinierendsten und doch oft missverstandenen Kapitel der Geschichte. Die Wikinger werden vor allem für ihre herausragenden Seefahrtskünste, ihre wagemutigen Raubzüge und Entdeckungen in weit entfernten Ländern bekannt. Doch hinter diesen bekannten Errungenschaften verbirgt sich eine Vielzahl von Bräuchen und Traditionen, die gleichermaßen schockierend wie tief in ihrer Kultur verankert waren. In diesem Video widmen wir uns den weniger bekannten und oft verstörenden Aspekten des Wikingerlebens und enthüllen die Wahrheit hinter ihren rätselhaftesten Ritualen. Wikinger-Berserker, Krieger im Zustand der Raserei. Die Berserker der Wikinger waren nicht bloß einfache Krieger, sie galten als Verkörperung von Wildheit und übermenschlicher Kraft. Das Wort Berserker leitet sich von den altnordischen Begriffen Bär und Serker ab, was darauf hinweist, dass diese Krieger entweder Bärenfelle trugen oder mit der Wildheit eines Bären kämpften. Berserker gingen in die Schlacht, oft ohne Rüstung, und vertrauten dabei auf ihre rohe körperliche Stärke und ihren überwältigenden Zorn. In einem tranceartigen Zustand, bekannt als Berserkergang, verfielen sie in wilde Raserei. Sie heulten wie Tiere, bissen auf ihre Schilde und stürmten furchtlos in die feindlichen Reihen. Einige Berichte legen nahe, dass Berserker möglicherweise bewusstseinsverändernde Substanzen wie halluzinogene Pilze oder Bilsenkraut konsumierten, um diesen Zustand zu erreichen. Doch die Beweise hierfür sind spärlich und die Theorie bleibt umstritten. Mit der Ausbreitung des Christentums und der zunehmenden Ablehnung heidnischer Praktiken geriet die Gewalt der Berserker jedoch in Widerspruch zur neuen religiösen Ordnung, was letztlich zu ihrem Verschwinden führte. Rituelle Tätowierungen, Kunst auf der Haut. Das Bild des tätowierten Wikingers ist heute ikonisch. Doch archäologische Beweise sind rar. Die wohl bekannteste Beschreibung stammt von Ahmad ibn Fadlan, einem arabischen Reisenden des 10. Jahrhunderts. Er berichtete von den Rus-Wikingern, die er am Fluss Wolga traf, und beschrieb sie als von den Fingern bis zum Hals tätowiert, mit Mustern, die Bäume, Schlangen und symbolische Bilder darstellten. Der Prozess des Tätowierens war vermutlich schmerzhaft und aufwendig. Man benutzte Nadeln aus Knochen oder Metall und Tinte aus Ruß, Asche oder pflanzlichen Farbstoffen. Diese Tätowierungen dienten nicht nur als Körperschmuck, sondern hatten oft tiefere spirituelle oder gesellschaftliche Bedeutungen. Sie zeigten den Status, die Errungenschaften und den Glauben des Trägers an. Kannibalismus? Ein schockierendes Ritual? Kannibalismus wird den Wikingern nur selten zugeschrieben. Doch es gibt Hinweise darauf, dass er in extremen Situationen stattfand. Die nordischen Sagas berichten gelegentlich von rituellen Akten des Kannibalismus, bei denen die Stärke eines Feindes absorbiert werden sollte. Archäologische Funde auf den britischen Inseln weisen zudem auf menschliche Knochen mit Schnittspuren hin, die möglicherweise auf Kannibalismus hindeuten. Die Interpretation solcher Funde bleibt jedoch umstritten. Einige Wissenschaftler glauben, dass es sich eher um postmortale Rituale als um tatsächlichen Kannibalismus handelt. Andere wiederum vermuten, dass in Zeiten großer Not, wie Hungersnöten, solche Praktiken notwendig wurden. Menschenopfer, blutige Rituale zur Ehrung der Götter. Menschenopfer waren ein integraler Bestandteil der religiösen Praktiken der Wikinger. In rituellen Opfern, bekannt als Blood, wurden die Götter verehrt und um Schutz gebeten. Während diese Opfer oft Tiere oder wertvolle Gegenstände umfassten, gibt es Berichte über Menschenopfer, insbesondere in Krisenzeiten oder bei bedeutenden Ereignissen. Adam von Bremen, ein deutscher Chronist des 11. Jahrhunderts, beschreibt in seinen Aufzeichnungen den großen Tempel in Uppsala, Schweden. Alle 9 Jahre, so berichtet er, wurden dort 9 Menschen den Göttern geopfert und ihre Körper in einem heiligen Hain aufgehängt. Sklavinnenopfer, ein düsteres Bestattungsritual. Ein weiteres schockierendes Ritual war das Opfern von Sklavinnen bei der Beerdigung bedeutender Wikingeranführer.
Ahmad ibn Fadlan beschrieb ein solches Ritual, bei dem eine Sklavin ausgewählt wurde, den Häuptling ins Jenseits zu begleiten. Diese Praxis war nicht nur grausam, sondern spiegelte auch die tiefe soziale Hierarchie der Wikingerzeit wider. Die Sklavin wurde betrunken gemacht, rituell missbraucht und schließlich getötet, bevor sie zusammen mit dem Leichnam des Häuptlings verbrannt wurde. Der Blutadler, die grausamste Hinrichtungsmethode? Der Blutadler gilt als eines der brutalsten Rituale der Wikinger. Diese Foltermethode, bei der dem Opfer die Rippen vom Rücken aufgeschnitten und die Lungen herausgezogen wurden, um Flügel zu formen, wird in den nordischen Sagas als eine Form der Hinrichtung beschrieben, die den verhasstesten Feinden vorbehalten war. Der Gedanke, dass dies bei lebendigem Leib geschah, macht dieses Ritual zu einer der grausamsten aufgezeichneten Hinrichtungsmethoden. Seidr, die mystischen Schamanen der Wikinger. Neben ihrer kriegerischen Seite hatten die Wikinger auch eine tiefe, spirituelle Verbindung zu den Mächten des Übernatürlichen. Ein weniger bekannter, aber faszinierender Aspekt ihrer Kultur war die Praxis des Seidr, eine Form der Magie, die von Schamanen, meist Frauen, praktiziert wurde. Diese sogenannten Volva oder Seherinnen galten als Vermittler zwischen der sterblichen Welt und den Göttern. Sie führten Rituale durch, um die Zukunft vorherzusagen, das Wetter zu beeinflussen oder gar Feinde zu verfluchen. Seidr war eine mächtige, aber gefährliche Kunst, die nicht jedem zugänglich war. Einige glaubten, dass diese Praktiken dunkle Kräfte heraufbeschworen und die Volva wurden sowohl gefürchtet als auch verehrt. In den nordischen Sagas gibt es zahlreiche Berichte von Königen, die sich den Rat dieser mächtigen Frauen zunutze machten, bevor sie in die Schlacht zogen. Things, die demokratischen Versammlungen der Wikinger. Obwohl die Wikinger oft als brutale Krieger dargestellt werden, hatte ihre Gesellschaft auch fortschrittliche politische Strukturen. Eine der faszinierendsten Institutionen war der Thing, eine Art demokratische Versammlung, bei der wichtige Entscheidungen getroffen und Streitigkeiten beigelegt wurden. Hier trafen sich freie Männer, um Gesetze zu erlassen, Bündnisse zu schmieden und über Krieg und Frieden zu entscheiden. Der Thing war ein Ort der Diskussion und des Konsens, bei dem alle freien Männer ein Mitspracherecht hatten. Besonders spannend ist, dass diese Versammlungen oft an heiligen Orten unter freiem Himmel stattfanden. Auch Frauen hatten in bestimmten Regionen der Wikingerwelt Einfluss auf politische Entscheidungen, was diese Kultur in mancher Hinsicht fortschrittlicher machte, als man es von einer kriegerischen Gesellschaft erwarten würde. Runen, die geheime Schrift der Wikinger. Ein weiteres faszinierendes Element der Wikingerkultur war ihre einzigartige Schriftform, die Runen. Diese alten Symbole wurden nicht nur zum Schreiben von Nachrichten verwendet, sondern hatten auch eine tiefe spirituelle Bedeutung. Jede Rune stand für einen bestimmten Laut, hatte aber auch eine symbolische Kraft, die für Schutz, Erfolg oder göttliche Führung sorgen konnte. Die Wikinger ritzten Runen in Steine, Waffen und Schmuckstücke, um ihre Botschaften oder Segnungen weiterzugeben. Sie glaubten, dass Runenmagie besondere Kräfte hatte, die das Schicksal beeinflussen konnte. Runensteine, die noch heute in Skandinavien zu finden sind, erzählen von alten Königen, Kriegern und großen Schlachten. Und sie geben uns einen Einblick in die Gedankenwelt dieser faszinierenden Kultur. Die Bestattungsrituale der Wikinger, eine Reise ins Jenseits. Die Wikinger glaubten fest an ein Leben nach dem Tod. Und ihre Bestattungsrituale waren ebenso spektakulär wie furchteinflößend. Eine der bekanntesten Formen war das Schiffsbegräbnis, bei dem der Tote, oft ein Häuptling oder bedeutender Krieger, zusammen mit seinen Waffen, Reichtümern und manchmal sogar Sklaven auf ein prächtiges Schiff gelegt wurde. Das Schiff wurde entweder verbrannt oder in einem Hügel begraben, um dem Verstorbenen eine ehrenvolle Reise ins Jenseits zu ermöglichen. Ein anderes, weniger bekanntes Ritual war die Bestattung im Grabhügel, wo der Körper des Toten zusammen mit kostbaren Gegenständen und manchmal sogar geopferten Tieren begraben wurde.
Diese Hügel wurden oft in der Nähe heiliger Orte errichtet und dienten als ewige Gedenkstätten für die Toten. Die Wikinger glaubten, dass diese Rituale notwendig waren, um sicherzustellen, dass der Tote im Jenseits gut aufgenommen wurde und vielleicht sogar im sagenumwobenen Valhalla, der Halle der gefallenen Krieger, einen Platz fand. Diese Bestattungsrituale zeigen, wie tief die Wikinger an das Übernatürliche glaubten und wie sehr sie sich bemühten, ihre Toten mit Ehre und Respekt ins nächste Leben zu schicken. Die Wikingerkultur war geprägt von tief verwurzelten, oft verstörenden Bräuchen. Furchtlose Krieger, meisterhafte Seefahrer und doch auch Menschen, die in einer Welt lebten, die durch Traditionen, Rituale und Gewalt geprägt war. Wenn du tiefer in die faszinierende Welt der Wikinger eintauchen möchtest, gib diesem Video einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal.